In diesem Video möchte ich etwas erzählen über schlummernde Zellen oder Gebiete des Residualsehens oder Restsehvermögen. Wir gehen oft davon aus, dass bei einer Sehbehinderung ein Teil des Gesichtsfeldes verloren ist und der Rest ist ganz. Also schwarz versus weiß. Nun, wie bei vielen Dingen im Leben gibt es aber nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt auch Schattierungen von Grau. Ob also Sehen vorhanden ist oder nicht vorhanden ist, hängt auch davon ab, wie groß die schwarzen Bereiche sind und wie groß teilgeschädigte Bereiche sind. Nun, diese grauen Bereiche sind für uns besonders interessant, weil wenn Gebiete abgestorben sind und die Zellen tatsächlich nicht mehr da sind, können wir auch keine Wunder bewirken und die Zellen wieder zum Leben erwecken, weil die weg sind. Aber es gibt viele Zellen im Nervensystem, also auch in der Netzhaut und im Sehnerv, die nur teilgeschädigt sind. Das heißt, die Zellen sind noch vorhanden, aber sie können ihre Funktion nicht mehr ausführen. Und diese haben die Chance, wieder aktivierbar zu sein. Und der Grund, warum sie in einem Winterschlaf sind, ist, weil über die Blutversorgung und die vaskuläre Problematik nicht mehr genügend Sauerstoff bis zur Zelle ankommt. Das heißt, es kommt noch genug Sauerstoff, noch genug Energie in der Zelle an, dass sie überlebt, aber nicht ausreichend, um quasi Informationssalven oder Informationsimpulse zum Gehirn zu schicken. Die Folge ist oft unklares Sehen oder auch Nebelsehen, welches nicht durch das Reinigen der Brille verbesserbar ist. Und diese Zellen sind aber grundsätzlich wieder aktivierbar. Wir sehen in der Abbildung, dass im oberen Bereich ein Gesichtsfeld dargestellt, wie Patienten mit einer Hirnschädigung die Welt sieht. In einem Bereich rechts ist das Sehen schwarz, links ist es weiß oder ganz hellgrau, aber an der Grenze zwischen dem schwarzen und dem weißen Bereich findet sich ein grauer Streifen. Das sind die Gebiete des Residualsehens. Und wenn wir da mal dieses kleine Fensterchen im Zentrum mal genauer betrachten, sehen wir, dass der linke Bereich, also im weißen Bereich, unten alle Zellen noch da sind und die feuern dann diese Nervenimpulse durch diese kleinen Quadrate angezeigt, alle gleichzeitig, wenn ein Reiz erscheint, Richtung Gehirn. Im blinden Bereich, ganz rechts, sind alle Zellen weg, die sind abgestorben und können auch nicht wiederkommen. Aber der Graubereich, das ist der Bereich unserer Hoffnung. Hier sind die Zellen noch da, einige sind vielleicht verloren gegangen, also abgestorben, aber viele haben überlebt und die können auch im Prinzip wieder feuern. Und die Erholung der Sehleistung ist auch deswegen möglich, weil wir einfach, in Anführungszeichen einfach, Zellen wieder aktivieren können, die vorher ja eh schon am Sehen beteiligt waren. Von daher ist es auch kein Wunder, dass das Sehen dann auch verbesserbar ist. Mit dieser optimistischen Sichtweise und mehr Licht am Ende des Tunnels möchte ich mich verabschieden. Bis zum nächsten Video. Ihr Professor Sabel. Tschüss.